Herzlich willkommen zum 4. Video dieses Moduls. Wir gehen hiermit auf weitere Anwendungsbereiche der Blockchain-Technologie ein und beleuchten NFTs, das Metaverse und den Gaming-Bereich. NFT ist die Abkürzung für Non-Fungible Token, sprich nicht austauschbare Token. Und genau hier liegt der Unterschied zu den Coins und Tokens, wie wir sie im 2. Video dieses Moduls kennengelernt haben. Solana oder Cardano sind beispielsweise auch Tokens. Sie sind jedoch keine NFTs, weil sie austauschbar sind. Jeder Solana-Token ist identisch und besitzt keine spezielle Eigenschaft. Im Gegensatz dazu stehen die NFTs, welche in ihrer Form einzigartig sind. Sie haben jeweils einen individuellen Wert und können jegliche Eigentums- und Besitzrechte verkörpern. Der ganze Hype rund um NFTs, vor allem im Zusammenhang mit Kunst, ist für viele unverständlich. Natürlich ist die Frage berechtigt, wieso man für ein Bild, welches man auch kopieren könnte, viel Geld bezahlt. Doch NFTs sind viel mehr als nur Bilder. Sie repräsentieren Eigentumsrechte. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Besitzen Eigentümer eines Picassos das Gemälde aufgrund ihrer Affinität und Liebe zur Kunst? Bei einzelnen Sammlern ist dies sicher der Fall. Ein Picasso ist aber in erster Linie ein Statussymbol. Eine Wertanlage, eine ganz persönliche Wette auf den zukünftigen Wert des Kunstwerks. Gleich verhält es sich mit NFTs. Ein NFT ist viel mehr als nur ein Bild. Es ist ein Recht auf Eigentum an einem einzigartigen Werk. Und genau in diesem Recht liegt der Wert. Das Metaverse wird unter anderem dazu führen, dass sich in den kommenden Jahren noch viel mehr Aktivitäten in die digitale Welt verschieben werden und somit auch NFTs höhere Anerkennung erlangen werden. Doch was ist das Metaverse? Das Metaverse wird von vielen Experten als die nächste Entwicklungsstufe des Internets angesehen, wobei zusätzlich zur Entwicklung des Web 3.0 noch eine virtuelle Realität hinzukommt. Eine allgemein akzeptierte Definition für das Metaverse existiert jedoch noch nicht. Aktuell sehen wir Projekte mit unterschiedlichen Zielen, daher ist es noch unklar, wo diese Entwicklung hinführt und inwiefern sie die Welt verändern kann. Sie können sich das Metaverse als einen virtuellen 3D-Raum vorstellen, in welchem Sie sich mit Freunden treffen, Spiele spielen oder Dokumentationen anschauen können. Im Metaverse gibt es viele verschiedene Welten. Decentraland gilt momentan als eines der Vorzeigeprojekte. Eine virtuelle Welt, die eine auf Ethereum basierende Blockchain-Plattform als technische Grundlage hat. In dieser Welt können Benutzer Virtual Reality-Anwendungen bauen, kaufen und verkaufen. Auch Veranstaltungen wie Konzerte und Kunstschauen wurden in diesen virtuellen Welten bereits durchgeführt. Dabei ist vor allem der Blick auf die Art und Weise, wie das Decentraland-Ökosystem aufgebaut ist, spannend. Die Nutzer kaufen sich in einer virtuellen 3D-Welt eigene Grundstücke, auf denen sie Produkte und Dienstleistungen aller Art anbieten können. Bezahlt wird in der plattformeigenen Kryptowährung Mana. Es existieren insgesamt 90.601 Parzellen, welche durch einen NFT repräsentiert werden. Decentraland ist nicht nur technisch gesehen dezentral organisiert. Das Projekt lebt den dezentralen Gedanken auch in der Organisationsstruktur vor, da die Nutzer und Eigentümer von Mana in einem demokratischen Prozess gemeinsam entscheiden, wie sich Decentraland weiterentwickeln soll. Es stellt sich jedoch die Frage, inwiefern die Nutzer das Metaverse akzeptieren und effektive Zeit darin verbringen. Wir gehen davon aus, dass sich die Art und Weise, wie wir miteinander interagieren, kommunizieren und arbeiten, in den nächsten 5 bis 10 Jahren durch das Metaverse stark verändern wird. An dieser Stelle muss jedoch festgehalten werden, dass dieser Anwendungsbereich noch in den Kinderschuhen steckt und für eine Massenadoption gewisse Herausforderungen gemeistert werden müssen. So sind die erforderlichen Virtual Reality Brillen und der dazu passende Datenhandschuh für die Navigation unhandlich und gewöhnungsbedürftig. Ob gesundheitliche Schäden durch zu intensives Nutzen entstehen können, ist noch nicht geklärt. In direkter Verbindung mit dem Metaverse steht Gaming. Damit sind nicht Online-Casinos gemeint, sondern online und in Echtzeit stattfindende Spiele,
mit verschiedenen Inhalten, an denen eine Vielzahl von Spielern gleichzeitig und im gleichen Raum teilnehmen können. Das Metaverse-Projekt Sandbox beispielsweise kommt ursprünglich aus der Gaming-Industrie und soll einerseits dafür sorgen, dass die Spieler ihre Fähigkeiten finanziell nutzbar machen können. Dies soll durch die Schaffung eines nutzergenerierten Angebots erreicht werden. Andererseits will Sandbox das zurzeit existierende Gaming-Kartell der großen Anbieter durchbrechen und dafür sorgen, dass in Zukunft digitale Vermögenswerte einfach und schnell in andere Welten oder an andere Spieler transferiert werden können. Aufgrund der hohen technischen Affinität der Gamer-Community ist zu erwarten, dass die Blockchain in diesem Bereich die erste Massenadaption erleben und erst danach auf andere Branchen überspringen wird. NFTs verkörpern nicht austauschbare Eigentums- und Mietrechte, welche digital auf einer Blockchain abgebildet werden und jederzeit übertragbar sind. Das Metaverse ist eine das Web 3.0 ergänzende virtuelle Realität, welche meist auf einer Blockchain basiert und in welcher Kryptowährungen als Zahlungsmittel fungieren. Blockchain-basiertes Gaming wird aufgrund der hohen technischen Affinität der Nutzer früher als andere Bereiche die Massenadoption erleben. Nun kommen wir zum Schluss dieses Videos zu einem kleinen Quiz. NFTs, was stimmt? A. NFTs sind Tokens, welche einen individuellen Wert haben und jegliche Eigentums- und Besitzrechte verkörpern können. B. NFTs sind austauschbare Tokens und somit identisch. C. NFTs können nicht transferiert werden. Korrekt ist Antwort A. NFTs verkörpern nicht austauschbare Eigentums- und Mietrechte, welche digital auf einer Blockchain abgebildet werden und jederzeit übertragbar sind. Metaverse und Gaming, was stimmt? A. Das Metaverse-Projekt Decentraland basiert nicht auf einer Blockchain. B. Das Metaverse kann als virtueller 3D-Raum und als nächste Evolutionsstufe des Internets aufgefasst werden. C. Man kann davon ausgehen, dass eine Massenadoption des Blockchain-Gamings noch in weiter Ferne liegt. Korrekt ist Antwort B. Das Metaverse wird von vielen Experten als die nächste Entwicklungsstufe des Internets angesehen, wobei zusätzlich zur Entwicklung des Web 3.0 noch eine virtuelle Realität hinzukommt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.